Willkommen zurück zu Let's Play Tales of Graces F. Im letzten Part sind wir hier in der Strata-Wüste angekommen und wollen uns mit dem Präsidenten treffen. Warum hat Malik den Titel nicht bekommen? Du hast 10-mal mehrere Rassenreisbrei gefressen. Geht mal gar nicht. Wie gut, dass ich eigentlich noch mehr haben wollte. Aber es kommt irgendwie nie. Auch wenn es 11,4% sind. Ich meine, da kommt Schokolade häufiger. Yay. Okay. Wie auch immer. Ah. Jetzt erst. Okay. Mehr Ballaststoffe. Hey Pascal, how does that device work? The one Poisson gave you. It's got some kind of mechanical bird that pops out and flies back to Poisson. Did you see this thing, Captain? It's really something. Ah, I guess you're still worried about that letter, huh? Yes. What if the President refuses to accept the Chancellor's word? The captain is all worried. Stop. Seems to be aging rapidly. Stop. And send. Bye-bye. Wow, look at it soar through the sky. You guys should be nicer to the captain. Just because he's worrying all the time doesn't mean he's getting old. Well, one thing is for certain. I'm not too old to take you young whelps over my knee. Tja. Gut, wir waren auch noch das letzte Mal hier. Ohne Sophie wollten wir losziehen. Allerdings wollte sie nicht ohne uns da bleiben. Deswegen begleitet sie uns doch, auch wenn sie krank ist. Ja, hallo Kater-Typi. Ich will nicht zeigen, wie das so ist. Deswegen lasse ich's. So, hier, wie sieht der Shop aus? Level 6. Erstmal im Mixerladen. Haben wir irgendwas zum Dualisieren? Woraus macht man die Kakteen eigentlich? Sirup draus. Mache ich. Ja. Die komische Waffe. Verbessern wir die doch mal. Mit. Verteidigungsscherbe. Whatever. So, hast du irgendetwas, was orange aufleuchtet? Na? Schön wär's. Das letzte Mal war auch nichts dabei. Ändert sich ja, glaube ich, trotzdem immer, je nachdem, welche Eigenschaft gerade die derzeitige Waffe hat. Ah, gut. Muss ich? Will ich? Ja, komm. Hat guten Schaden. Passt schon. Der Rest bleibt erstmal. Hübschen Schal? Habe ich nicht, oder? Ne, habe ich nicht. Dann hole ich mal wieder ein. Kampfwurfklinge. Wir brauchten irgendeine ich glaube die Eisenwurfklinge. Irgendeine Wurfklinge brauchen wir noch. Brauchten wir noch für eine Anfrage. Welche auch immer das jetzt war. Mr. President? Ah, excellent. You've returned from your Fendel excursion. We came here as soon as we could. Mr. President, we have a personal letter for you from Chancellor Eigen. I see. So King Richard is involved with the incident at World's Eye. I'm sorry, Mr. President. We weren't strong enough to stop him. Don't apologize. This matter goes far beyond mere strength of arms. It's time for the people of this world to come together and face their common enemy. And it seems Chancellor Eigen feels the same. We had a second reason for coming to Sable Isole, sir. We are searching for the lost archive of the Amarcians. Lost archive? Yes, sir. The Overseer said we would find it here. We thought it might be located in the research tower. And this archive contains information that will help in our struggle against King Richard. We believe so, sir.
We discovered ruins in the deepest part of the tower that appear to be of a Martian origin. However, they are protected by a series of complex security mechanisms, so we have been unable to examine them closely. Ach, wir haben Pascal. Pascal, du kannst doch sicherlich was dagegen machen, oder? Security mechanisms, huh? I might be able to jigger them open, but I won't know until I try. Mr. President, will you allow us to investigate these ruins? Yes, of course. The tower is yours. However, as this is a matter of state security, I must insist that we accompany you. Is this acceptable? Of course, Mr. President. Brief des Kanzlers. Wie da immer steht, verloren. Okay, So. Gehen wir mal rein. Oh, nein, gehen wir nicht. Ich wusste doch, da war noch was. Hallo Safepoint. Geschärfte Wahrnehmung. Oh, I'm sorry, Captain. Please, don't worry. The fault is mine. But how did you know it was me who bumped into you? Your body is rugged. I knew right away. Can you recognize everyone that way? Yes, except everyone is different. But I know when they're around by their scent, their voice, and the sound of their footsteps. Oh, how do you know it's me, Sophie? Perhaps when you're around, Sophie feels an instinctual urge to run away. Oh, that's totally not true. No, of course not. You're always very warm to everyone, Pascal. So even when you're far away, I know it's you. Sophie! Oh. Pascal? Well, it's a good thing Sophie can't see you now. Shut up, Captain! Oh. Oh. Das war doch knuffig. So. Jetzt können wir hier runter. Das machen wir auch mal. Dann Turtles. Dann Turtles. Die kam mir relativ unbekannt vor. Ich wüsste doch gerade nicht, wo hier irgendwo anders ein Turtles war. Ja gut, betreten wir sie. Ich dachte irgendwie, jetzt kommt eine Szene, aber die kommt wahrscheinlich erst, wenn man hier vorsteht. Yay. So this is the Amarcian's other archive, huh? It looks just like the machines we saw earlier. In that case, I should be able to whack this into shape in a jiffy. Astounding. It's amazing that a device so old still functions. And that a single girl could so easily crack the security which had confounded our brightest scientists. Okay, let's see. Fodra. Oh, yeah, that's gonna be a problem. What is it? Well, I found a route to Fodra, but I'm not sure it'll work. Also, it's kinda super dangerous. First, we need to find this flying shuttle that's designed to travel through the Aquaspähre. But apparently it can't just ploop on through on its own. It seems like there's another piece to the puzzle. Hold on, what's the Aquaspähre? It's this giant, like, membrane of water in the sky that covers our entire world. Are you saying there's an ocean in the sky? Is there anything in there about how to cross this barrier? Well, it seems like the ancient Amarcians were planning on just busting open a hole for the shuttle to pass through. They were working on a method that involved firing rays of intense heat at the Aquaspähre right before the shuttle would have launched.
In theory, the rays would have burned a hole in the barrier and allowed the shuttle to break through. So flying straight up won't work. What if we came in at an angle instead? Oh, yeah. We can just use centrifugal force to increase the shuttle's natural thrust. This will totally work. I mean, I'm mostly positive it will totally work. Pretty much. It's worth a shot. Besides, we're used to beating the odds by now. Okay. So first, we need to check the shuttle and see if it can still fly. Where is it exactly? Right next to your hometown. Isn't that weird? Apparently, there's an entrance in the seaside cavern in northern Lant. Perfect. Let's make for the seaside cavern at once. Right. If we return to port, we can hire a ship that will take us to Lant. That'll be the fastest way to reach the cavern. Did you hear that, Sophie? You're going to be okay. Thank you, Asbel. Just hang in there. Ja, wissen wir doch mal was, aber ist das Zufall? Direkt neben Land? Wer weiß. Wer weiß. Aber wir müssen durch die Aquaspähre. Meine. Okay, woher auch immer. Oder warum auch immer dort etwas ist, was denn zufällig noch den Namen Fodra trägt. Aber das werden wir sicherlich bald herausfinden, wenn dieses Schiff richtig startbereit ist. Sir, we just received an urgent message from Ol Ray. The fleet we sent to investigate World's Eye is under attack. Who would be attacking us now? Windor? No, sir. Apparently it's a group of monsters based on the island itself. What? What's the current status of the fleet? They've sustained heavy damage, sir, and we're forced to retreat back to the harbor. I will see them at once. I'd like to hear their story for myself. We should get back to Ol Ray as well. Aber zuerst, wie zart ist doch die Jugend? Is it possible these monsters from World's Eye are somehow Connected to Richard? It's not an unreasonable assumption. But finding a cure for Sophie comes first. Definitely. So, what do you know about this seaside cavern we're headed to? When we used the cavern to infiltrate the Fendolian camp a while back, we had to swim through a lot of flooded areas. Oh yeah? Then I guess our clothes are gonna get wet. Yeah, when Sherry went through the first time. To be so young that mere memories make you blush. Captain, don't make fun of us. Tja. Sie wollte ja nichts sagen. Also lassen wir es auch so. Was? Du bist nicht der, der uns transportiert. Wo ist denn der, der uns transportiert? Habe ich ehrlich einen nicht gesehen? Ich hoffe mal, der ist nicht links. Irgendwo. Na komm schon, Turtles. Wo seid ihr, wenn man euch mal braucht? Ja. Hier nicht? Dann wird er doch wohl da hinten sein. Och Mensch. Egal, so produziere ich irgendwas mit meinem Mixer. Passt auch. Muss ich dort hinten halt hingehen. Nachdem ich nochmal meinen Mixer aufgefüllt habe, natürlich. Und ja, es kam mir ja schon am Anfang so merkwürdig vor, warum da unten so viele Häuser, kann man nicht direkt sagen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, gebaut sind. Besonders unter diesem Labor. Aber schön, dass da was war, was wir jetzt zum späteren Zeitpunkt nutzen. So, da ist... Ah, da ist der Turtle. Ja, gut. Den habe ich vergessen. Hähnchencurry.
Liebevoll gehütetes Bild. Perona ein Bild, ja. Schön. Das muss ich dann irgendwann mal suchen. Die Frage ist, wann ich sowas bekomme. Aber noch ist es ja nicht so weit. So, auf zu Land. Oder nach Land. Are the reports of monsters originating from World's Eye true? Yes, sir. The moment we approached, they just came pouring out of that huge cocoon thing. We tried to stand and fight, but we were terribly outnumbered. To stay would have meant the loss of the fleet, and so the order was given to fall back. Even now, the monsters continue to spread across the seas. We've had numerous reports of attacks on civilian vessels. We should restrict sea travel at once. Perhaps this is part of King Richard's plan, and he thinks to conquer the world with a fantastic army of monsters. No, this can't be. Attend to the wounded, and get me estimates on the damage. Then gather every man who can wield iron and get them on ships. We must not let these monsters reach land. Sir, yes, sir. It seems sailing to land is out of the question. This isn't good. We don't have time to spare. Not to worry. I'll see that one of our ships gets you to your destination. Thank you, Mr. President. Come see me when you're ready to leave. Tja, dann nehmen wir doch. Nach Wellenik, okay, nicht nach Westlandhafen. Okay, kein Problem. Ach ja, immer diese Schiffsequenzen, die ich nicht skippen will. Nice. Na, wie fahren wir denn jetzt lang? Nach Süden, um nach Norden zu kommen? Leider nicht. Ich meine, warum können wir nicht am Westlandhafen anlegen? Warum müssen wir das... Wenn wir da schon vorbeifahren. Ja, was soll's. Da sind wir halt hier. Des Himmels andere Seite. Hang in there, Sophie. I'm okay. Hey, do you really think this Fodra place could exist on the other side of the sky? It certainly does sound like a fool's errand. And yet it's an errand we have no choice but to undertake. The ancient Amarcians totally knew this day would come. That's why they left a method for us to reach Fodra. Yes, when you say that, it almost feels possible. Like it's our destiny. Yeah, I agree. All we can do at this point is just believe in ourselves and move forward. We can't afford to sit around and do nothing. So just hang in there, Sophie. I know you'll be okay. Der Blick tut weh. Aber gut. Wir wissen ja, wie wir von hier aus nach Lan kommen. Ich hoffe, wir müssen diesen Typen nicht bestechen. Ich meine, 1000 Gold kann ich überhaupt nicht verkraften. Überhaupt nicht. Fragezeichen. Nova-Monster. Ja, super. Wenn es weiter nichts ist. Trotzdem erstmal Schaden machen. Aber ich würde trotzdem gerne Schaden machen mit meinem schönen... Warum hat das keine Nova-Barriere? Okay. Dann hat es halt keine Nova-Barriere. Auch gut. Ich wusste, dass ich bei dir hätte vorher nachgucken müssen. Nehmen wir zuerst alles 11 hoch. Da ist ein anderes Monster. Was ist das hier? So, ich hoffe, ich habe jetzt 11. Nice, oder mehr. Komischer Typ, der rumfliegt und keine Nova-Barriere hat. Warum auch immer.
So, Heldensohn-Titel. Und damit permanent unsere Schnellschrittentfernung geboostet. Hoffe ich jedenfalls. So, boosten wir mal die Verteidigung. Sonst noch irgendwer. Sophie! Noch mehr Angriff. Nice. Gut, anscheinend darf ich hier ein bisschen kämpfen. Aber ich glaube, nach diesem Kampf beende ich auch erstmal den Part. Und dann kann ich die auch offscreen besiegen. Ist ja auch nicht so die Welt. So, Malik, mach bitte nur nicht alles sofort platt. Danke. If only Asbel could be this kind. Gefährliche Flüssigkeit, okay. By the way, Sherry, ich hoffe, du hast nicht volle KP. Natürlich hast du volle KP. Denn für Sherry will ich ja jetzt Brathähnchentopf nehmen. Wobei ich dann mal... Ja... Ich will Pesca irgendwie wieder reinnehmen. Aber ich will keinen von denen hier rausnehmen, weil Pesca braucht auch noch ein bisschen Bananenpastete. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dann, viel Spaß und tschüss.